erzähl mal kurz, wer du bist und was du so machst. Also ich bin Arne Schmidt, ich bin Straßenmusiker. Und das Schöne ist, wenn es regnet, kann ich mich hier schnell mal unterstellen. Das ist das Geile. So, da habe ich den großen Flügel drin. Wir haben gleich 11 Uhr und für den Schlossplatz heute habe ich eine Demonstration angemeldet mit Piano. So, ich werde mal jetzt mein Klavier ausladen. Das habe ich schon lange mit dem Flügel, da sieht man schon mal meinen Banner. Den kann ich gleich schon mal hinstellen. Das klar. Ich denke mal, das ist schon überzeugend. Wenn man das liest. Ja, wie macht man das? Heute wird nichts verkauft. Ich hatte schon eine Dame angeschrieben im Facebook, ob ich meine Weihnachts-CD dabei habe, ob sie die kaufen kann. Da habe ich geschrieben, ich darf nichts verkaufen. Bei der Demo darf ich nichts verkaufen. Aber die kann ja trotzdem einer nehmen. Ne? Eine mitnehmen darf sie sich dann schon. Wenn sie will, unabhängig von der CD, kann sie mir freiwillig etwas schenken. Das kann auch meine Demo unterstützen zum Beispiel. Ja. Das ist ja nicht verboten und deswegen habe ich ja das so ähnlich beschrieben. Und den ganzen Aufwand dann für eine halbe Stunde, wenn du dann mal hier auftrittst, ja? Es gibt auch andere Plätze, wo man theoretisch eine halbe Stunde spielen kann. Ja, praktisch. Nur es gibt nicht viele gute Plätze. Also der Hauptplatz ist dieser große Schlossplatz, der ganz gut ist eigentlich, und der Neumarkt ist ziemlich gut. Und an dem Neumarkt darf man auch noch am ganzen Tag in der Sommermonaten nur eine halbe Stunde spielen. Ne? Oben entschieden etwas, ne? Und die kleinen Leute unten, die haben dann manchmal ein bisschen das Nachsehen. Und vor allen Dingen so eine Straßenmusik, sage ich mal, die Musik, das freut ja auch oft viele Menschen. Ne? Es geht ja nicht nur um den Musiker selber. Ich habe viele Jahre hier zur Weihnachtszeit gespielt und kam immer gut an. Maximal an diesem Platz nur 30 Minuten. Wenn man sie überhaupt kriegt, dann muss man in der App das beantragen. Die 30 Minuten sind schon zu wenig. Dann haben wir ja noch Kirchenglocken dabei, vielleicht eine Regenschauer. Das ist ja der Kunstfreiheit nicht mehr gerecht. Ja, dann müsste ich den Platz irgendwo wechseln, wenn ich noch einen anderen Platz kriege. Über Kopfsteinpflaster, das ist alles Scheiße. Deswegen nutze ich das Recht der Demonstration. Das ist ein Grundrecht. Unter der Maßnahme, Ihnen hinsichtlich der Anzeige für den 1. und 2. Dezember einen störungsfreien Ablauf und das volle Ausschöpfen der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, wird zunächst von einer Versammlung ausgegangen. Sollten Sie sich die Zweifel im Rahmen Ihres Programms erhärten, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass gegebenenfalls auch noch vor Ort der Mangel der Versammlungsfreiheit festgestellt werden kann. Sollten Sie in diesem Falle an der Veranstaltung festhalten, erwachsen die einschlägigen ordnungsrechtlichen Konsequenzen. Was das heißt, weiß ich nicht. Ich mache mein Ding, das ist das Demonstrationsrecht. Das ist Beamtendeutsch, ne? Das ist nicht mein Ding. Ich demonstriere hier, ich weiß meine Rechte. Alle haben hier immer nur so ein Ich bin schon seit ein, 2 Jahren. weiß. Trotzdem. Ich kann es nicht jedem recht Das ist machen. völlig in So. Ordnung. Wir müssen Aber nämlich- versuch dich doch mal nicht rein zu versetzen. Versetzt euch doch mal an uns. Wir müssen uns den Krempel den ganzen Tag anhören. Also das kannst nicht jedem recht machen. Ich verstehe das ja, dass wir eine halbe Stunde... Und es ist auch immer alles so laut, mit Verstärkern und allem möglichen. Ich verstehe, dass eine halbe Stunde Ruhe sein muss. Ja? Und das höre ich auch aus euch das nicht immer, weil ihr arbeiten muss, dass es nicht immer so angenehm ist. Aber man muss das Gesamtpaket sehen. Ja? Aber es gibt auch, der Weihnachtsmann hat auch Bühnen, da steht ja auch daneben, da sagt ihr dann nichts. Ne? Dann ist es aber die anderen vielleicht. Da wird das doch geduldet dann. Ne? Keine Ahnung. Ja, man muss immer das Ganze, sehen. Das generell nicht gut. Ja. Ist ja deine freie Meinung, ist doch okay. Die anderen Leute sagen, die wollen das aber hören. Die sind ja auch bloß 3 Tage da. Ja, aber es ist nun mal so. Hey, mein Freund, dass du da bist. Oh. Ist meine Ex-Frau drin. Wir haben noch jetzt noch einen Aufsteller mit hier, das kann man als Aufsteller nehmen. Dann bleibt das schön, so können die das lesen. Das zieht auch die Leute an, damit sie das lesen hier. Also das ist so ein Rätsel. Was ist das Rätselslösen? Das ist so ein Vergleich. Was kommt hier? Was kommt hier für ein Zeichen dazwischen? Ja. Würde ich eher sagen. Ja, plus minus mal geteilt durch, ja? Ja. Und dann vielleicht noch Pi und Phi. Großer Platz. Ja. Da können wir noch mal ein bisschen länger hingehen. Das ist ein Verbot. Die wollen die alle, die wollen die auch weghaben, die Musiker. Ne? Aber wenn ich gut
Klavier spielen kann, dann ist doch das schön. Musik, Ja, sehe ich ja Musik ist genauso. schön für die Seele. Und es muss ja auch der Kunstfreiheit gerecht geregelt werden. Und das ist ja eigentlich ein Verbot. Das ist ein Verbot. Für 30 Minuten und dann muss Sense sein. Dann muss man an einen anderen Platz irgendwo gehen und dann hast du vielleicht gar keine Leute. Und deswegen haben wir beschlossen, für heute und morgen eine Demonstration zu machen, um der Stadt deutlich zu machen, dass wir uns als Künstler nicht die Kunstfreiheit nehmen lassen. Von niemandem, weder von dem Staat, BRD, noch von der Stadt Dresden, noch von irgendeinem Richter, noch vom Ordnungsamt. Denn das ist das, was uns als Künstler ausmacht, nämlich die Kunst. Und wenn man uns versucht, die Kunst zu verbieten, verbietet man uns die Kultur. Und das ist, warum wir heute hier sind. Und nun wird Arne euch zeigen, was wir mit dieser Kunst meinen und für uns was spielen. Danke, dass ihr hier seid. Alles, was ich heute spiele, ist für die Demonstration, für mehr Rechte, für Straßenkünstler, also für mich, besonders für mein Piano. Ich demonstriere für mein Piano, dass dass bessere Regeln gemacht werden für Dresden, weil nur eine halbe Stunde an diesem Platz am ganzen Tag im Sommer erlaubt ist, wenn ich überhaupt die halbe Stunde kriege. Deswegen alles, was ich spiele heute, ist eine Demonstration. Um was es sich handelt bei mir bei der Demo? Also hier sind so Beispiel-Schenkungen hier. Kann man zum Beispiel sehen. Ich habe die jetzt geschnappt. Können Sie machen, das ist okay, ist ja freiwillig. Einfach Was soll rein. ich machen da? Müssen Sie nicht freiwillig, ja, danke. Flattert doch weg. Nein, das fährt ja nicht weg. Gut, na okay. Danke. Alles klar, danke auch. Danke. Aber Kennt ihr mich das schon, ja? Nee. Nee, aber das ist ja nicht zu glauben, ne? Nee, ist nicht zu glauben. Es gibt auch das Gesetz der Kunstfreiheit und das Gesetz des Schutzes der Kunst. Die Städte machen manchmal Regeln von oben, wird über den Kopf hinweg entschieden. Und die Regeln sagen zum Beispiel im Sommer hier, darf an dem ganzen Platz nur für 30 Minuten, und das ist ja, finde ich, viel zu wenig, das ist ja eigentlich fast ein Kunstverbot. Weil irgendwie wollen die Musiker dann vielleicht doch zu weit einschränken. Und deswegen habe ich das Recht der Demonstration genommen. Und du musst dich auch mal wehren, ne? Das ist ja so. Und deswegen kann ich jetzt darauf aufmerksam machen und gleichzeitig meine Musik auch präsentieren, um was es geht. Und ich habe auch gemerkt, die Stadt schmeckt das nicht. Die wollten mir das ja so absprechen. Nein, das ist, ob das einen Demo-Charakter hat und so. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es erst recht. So, das hat auch ein Druckmittel, genau. Dankeschön. Ah, das ist super, danke. Danke. So, es ist sehr kalt heute. Ich muss mal eben meine Finger noch mal ein bisschen anwärmen. Aber irgendwas ist an dem Klang anders, glaube ich. Dankeschön. Hast du den Klang? Der war besser in Leipzig, ne? Irgendwas, ich muss da was einstellen. Ich will das noch hinkriegen. Irgendwas stimmt noch nicht. Sieht an der Umgebung zusammen, aber es klingt trotzdem nicht schlecht, oder?
bitte. Und ich präsentiere zwischendurch die Musik, die ich auch auf der Straße spiele und demonstriere das halt. Wenn wir euch die Musik bringen wollen, ja, und dann aber nur 30 Minuten Zeit haben dafür, das hier tun zu können, ja, dann ist es ein absolutes No-Go. Das geht einfach nicht. Man muss bedenken, wir müssen das Piano herbringen, das kostet haufenweise Aufwand. Die Anfahrt hierher, wir spielen ja auch in anderen Städten, Hamburg, München, wir sind sogar nach Shanghai, da ist er schon gewesen, jetzt bald ein halbes Jahr lang der letzte Zeit. Das können wir zeitlich vom Aufwand her einfach nicht verantworten, ja. Und demzufolge liegt es natürlich in der Verantwortung auch der Dresdner Bürger im Besonderen, da sich mal durchzusetzen und zu sagen, pass auf, wir wollen die Leute spielen. Ich meine, ihr seid ja da, ihr steht doch hier. Müsste man mal der Stadt eine Ansage machen und sagen, okay, lasst die Leute spielen. Gut, es sagt da keiner was davon, dass wir 3-4 Stunden am Stück spielen. Das wird ja den Leuten auf den Sack gehen, das kann ich verstehen. Ja. Aber zumindest eine halbe Stunde Pause, eine halbe Stunde spielen, eine halbe Stunde Pause. Gibt es in Hamburg auch gute Regelungen. Wir haben ja auch schon Vorschläge gemacht, die rigoros ignoriert werden. Und dann kann man auch Musik machen, bei der Demonstration. Das ist durchaus möglich. Also wenn die Musik das Demonstrationsmittel ergibt, das heißt, die Musik präsentiere ich ja, davon handelt es. Ich präsentiere dadurch meine Musik, wo ich zeigen will, diese Musik möchte ich gerne hier spielen, als Straßenmusik machen. Deswegen sehe ich das rechtlich so. Ne? Ja. Ich spiele noch mal ein Lied, präsentiere dadurch meine Musik, die ich gerne auch öfters hier machen möchte, wenn die Regel mal geändert wird. Ich hätte gerne geguckt, wenn mal das Ordnungsamt vorbeigekommen wäre, die Versammlungsbehörde gekommen wäre. Auch ein paar Takte mit denen gesprochen, gerne mal. Aber die haben sich gar nicht blicken lassen. Keine Polizei da. Bis jetzt habe ich keine Presse gesehen. Wir haben die andere Sachen zu tun. Eigentlich können wir jetzt feiern. Weil, ja, die haben sich nicht blicken lassen. Noch nicht mal die Polizei, keiner war da. Und ja, wir haben demonstriert und es scheint, dass sie nichts machen können. Und für mich scheint es, ich kann das auch so weitermachen. Weil normalerweise, wenn man im Sommer hier spielen will, maximal eine halbe Stunde auf diesem großen Platz spielen. Oder findet ihr das nicht zu wenig? Das ist eigentlich zu wenig, ne? Aber hast du eine Petition, Unterschriftensammlung dafür? Wir haben schon damals, ging zum anderen Regeln, haben wir mal ganz viele Unterschriften gesammelt. Ja, kann man machen, aber ob das so viel bewirkt, ich glaube, das bewirkt mehr, wenn ich hier mich hinstelle und demonstriere, weil für die Stadt, die freut sich dann nicht so, wenn ich dann die Demos hier mache. Wir freuen uns. Dankeschön. Bis es fertig ist. Dankeschön. Was es geht? Ich darf nichts verkaufen hier. Okay, alles klar. Aber es ist nicht verboten, freiwillige Schenkung zu bekommen. Deswegen, ich muss das hier so durchziehen, so wie die Vorschrift das sagt. Deswegen ist alles freiwillig. Alles schick. Dankeschön. Freiwillig. Da ärgert die Stadt sich nämlich dann. Weißt du, da.
cooler Bruder, ne? Ich hoffe, es hat was gebracht mit der Demonstration. Auf jeden Fall hat es vielen Leuten ja gefallen. Ja, hiermit beende ich die Demonstration für heute. Ja, muss ich so sagen. Das ist alles, muss ja seine Vorschrift haben. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, ich bin zufrieden, weil das eine tolle Sache ist, was wir machen hier. Für eine gute Sache, trotz Kälte. Wir haben einen tollen Tag gleichzeitig gehabt. Und vielleicht werde ich das mal öfters machen, so Sachen. Damit sich da was tut. Damit sich mal was tut da. Und jetzt freuen sich deine Finger auf ein warmes Bad. Ja, jetzt muss ich mich warm halten. Ja, die Polizei war auch kurz da, haben Hallo gesagt. Scheinbar ist alles okay. Ne? Die waren da ist wieder. Die waren gerade noch bei mir, waren hier vorne, haben sich was angeguckt, aber die haben mir auch zugewunken. Die Polizei juckt das herzlich wenig, weil die Polizei ist ja dafür da, ob was Gefahr ist oder nicht Gefahr ist. Und solange meine Demonstration keine Gefahr ist, dann ist denen das sowieso egal. Mein Piano vermittelt eine Meinung zur Straßenkunst und deswegen ist es für mich ein Demonstrationsmittel, das zugelassen ist. Weil das Piano für eine Meinung steht. Es wurden schon viele Demonstrationen auch gemacht, allgemein mit Musik, wo es um andere Themen ging. Ist das richtig? Da wird oft Musik bei einer Demonstration vorgeführt von Lautsprechern oder selber gespielt. Deswegen ist es bei mir noch umso mehr eigentlich ein Demonstrationsmittel, weil es genau darum geht. Frankfurt kann sich auch schon mal warm anziehen, Frankfurt. Weil in Frankfurt möchte ich auch eine Demonstration machen. Die haben mir es auch einmal erlaubt, aber dann wollen sie den Flügel nicht erlauben. Aber haben sie es dann doch irgendwie mit einer Sondergenehmigung hinbekommen. Und dann gibt's richtig was auf die Lichter. Und dann fliegen richtig die Fetzen, weil ihnen das überhaupt nicht schmeckt. Aber mir schmeckt das.